Ja, wir mit Fibromyalgie kennen das doch alle. Es gibt einfach Tage, die kann man wirklich in die Tonne drücken. Aber irgendwie muss man ja trotzdem durch den Tag kommen. Und deshalb möchte ich dir heute 3 Dinge zeigen, die mir an solchen Tagen helfen, besser klarzukommen. Das sind natürlich keine Wundermittel, aber für mich sind es treue Helfer, die ich teils schon seit Jahren nutze und die mich einfach gut unterstützen. Und vielleicht ist ja auch für dich was Interessantes dabei. Als erstes zeige ich dir meinen holprigen Weg mit dem Vagusnerv, also dem Teil unseres Nervensystems, der für Entspannung und innere Ruhe sorgt. Ich erzähle dir auch, wie das inzwischen bei mir läuft und was sich dadurch verändert hat. Der Vagusnerv ist wie eine innere Leitung für Ruhe und Erholung und er hilft dem Körper, Stress abzubauen, das Nervensystem zu beruhigen und wieder mehr in Balance zu kommen. Und gerade bei Fibromyalgie kann das ein wichtiger Punkt sein, weil wir ja meist in dieser, ja, ich nenne das mal Grundanspannung sind, die wir irgendwie auch nicht loswerden. Und ich bin auf das Thema vor ein paar Jahren durch meinen Heilpraktiker aufmerksam geworden. Der hat mir damals erklärt, wie wichtig dieser Nerv für das gesamte Gleichgewicht im Körper ist und hat mir als Einstieg zur tiefen Bauchatmung geraten. Ich habe das dann immer mal wieder versucht. Ich gehe auch später noch darauf ein, wie man das genau macht. Aber ehrlich gesagt, ich kam damit nicht gut klar. Ich konnte kaum tief in den Bauch atmen und so habe ich den Faden dann schnell wieder verloren. Und vor etwa einem Dreivierteljahr, da hat mein Heilpraktiker mir dann ein Stimulationsgerät für den Vagusnerv empfohlen. Da war ich natürlich neugierig. Ich habe das ausprobiert und anfangs auch ganz konsequent genutzt, aber ich habe keine große Veränderung gemerkt. Und wie das dann so ist, ich habe es dann wieder schleifen lassen. Und erst als ich nochmal mit ihm gesprochen habe, da habe ich es dann geschafft, wirklich dran zu bleiben. Und seit 3, 4 Monaten nutze ich das Gerät nun jeden Tag, meist direkt vor dem Einschlafen. Und es hat 2 kleine Clips, also mein Gerät hat 2 kleine Clips. Ich glaube, das Nachfolgermodell hat nur noch einen Clip. Und diesen Clip, den hängt man ans Ohr. Zuerst das linke Ohr für eine Weile, dann macht man das rechte Ohr. Und ich kombiniere das Ganze immer mit tiefer Bauchatmung. Das klappt inzwischen viel besser und das ist für mich auch die auffälligste Veränderung, dass ich durch das Gerät wieder tiefer in den Bauch atmen kann. Und für mich fühlt sich das richtig gut an, wie etwas, das, ja, weiß nicht, lange weggeschlossen war oder so und nun wieder zum Vorschein kommt. So würde ich das beschreiben. Mir tut das jedenfalls richtig gut. Und falls du die tiefe Bauchatmung mal ausprobieren willst, dann leg einfach mal eine Hand auf deinen Bauch und atme langsam durch die Nase ein, ungefähr 4 Sekunden. Ich finde, das ist war für mich schon schwierig. Und dabei sollte sich dein Bauch heben, nicht der Brustkorb natürlich, sondern der Bauch. Und dann atmest du durch den Mund oder durch die Nase wieder aus, ruhig ein bisschen länger, etwa 6 Sekunden. Und ich mache das meistens so, das ist unterschiedlich, ja, 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Und was sich auch geändert hat, das ist, dass ich in den letzten Wochen insgesamt etwas ruhiger geworden bin. Manchmal schlafe ich sogar mit dem Gerät am Ohr ein, was jetzt nicht schlimm ist, weil es sich sowieso nach 20 Minuten abschaltet. Aber es gibt auch Phasen, da hilft das alles nicht viel. Zum Beispiel, wenn ich durch die Ernährung aus dem Gleichgewicht gekommen bin. Ihr wisst ja, ich reagiere sehr empfindlich auf Kohlenhydrate. Und wenn ich da nicht gut aufpasse mit dem Essen, dann kann mir das Gerät auch nicht helfen. Also da bringt es dann auch nichts. Trotzdem ist das Gerät für mich eine wertvolle Ergänzung, weil ich mit der Bauchatmung allein irgendwie nicht richtig vorangekommen bin. Und falls du dir mal anschauen willst, was das für ein Gerät ist, ich verlinke dir das in der Videobeschreibung. Aber vielleicht brauchst du auch gar kein Gerät. Es gibt nämlich ganz einfache Möglichkeiten, den Vagusnerv anzusprechen. Neben der tiefen Bauchatmung, das ist wahrscheinlich die allerbeste Methode, nehme ich mal an. Aber es gibt andere Möglichkeiten und vielleicht ist ja was dabei, was für dich gut funktioniert und man muss es vielleicht einfach ausprobieren. Zum Beispiel Summen oder leises Singen. Die Vibrationen im Hals, die sprechen den Vagusnerv auch an, weil der auch irgendwie hier so lang läuft. Und auch eine Ohrmassage kann hilfreich sein, und zwar am Rand der Ohrmuschel. Das kann helfen. Ja, das muss man für sich ausprobieren. Bei manchen wirken auch wohl Kältereize, also das wäre für mich jetzt wieder nichts. Zum Beispiel ein kühler Waschlappen im Gesicht oder kaltes Wasser über die Unterarme, das soll helfen. Ich kann es nicht sagen, weil ich hab das noch nicht ausprobiert. Und manche setzen wohl auch auf Yin-Yoga oder Vergleichbares. Und da müsstest du für dich herausfinden, was sich für dich gut anfühlt,
was sich bei dir gut in den Alltag einbauen lässt und vor allem natürlich auch, wie effektiv das für dich ist. Das ist ja das Allerwichtigste. Was ich übrigens inzwischen auch mache, wenn ich tagsüber merke, dass ich angespannter bin, das passiert ja mal, dass man in so einen angespannten Modus kommt, dann atme ich einfach ganz bewusst tief in den Bauch. Also ich achte richtig drauf. Das mache ich gar nicht so super lang, einfach ein paar tiefe Atemzüge. Und ich habe das Gefühl, dass das dem Nervensystem richtig gut tut oder mir tut es richtig gut, wenn ich solche Impulse öfter am Tag gebe. Und ich komme dann auch besser in diese Atmung rein. Also ich glaube, vielleicht habe ich das als Kind sogar automatisch gemacht, dieses tiefe Atmen, und habe das irgendwann verloren. Ich weiß es nicht. Manchmal mache ich das sogar auch einfach nur zwischendurch, ohne bestimmten Anlass, einfach weil sich das für mich so gut anfühlt. Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe da etwas wiederentdeckt. Aber nicht alles lässt sich an solchen Tagen mit Atemübungen oder Entspannung auffangen. Und da braucht es bei mir mehr Unterstützung. Und so geht es jetzt im zweiten Punkt um Magnesium. Magnesium ist für mich so selbstverständlich geworden, dass ich manchmal fast vergesse, wie viel das in meinem Alltag ausmacht. Bis ich es dann mal nicht einnehme. Das habe ich auch schon versucht, einfach mal kein Magnesium mehr zu nehmen. Und dann kommt sofort die Quittung mit Krämpfen in Füßen oder Beinen, manchmal sogar auch hier so im Brustbereich, also so im Rippenbereich, am Hinterkopf oder auch als Lidzucken. Das kennen bestimmt auch einige von euch. Und die Krämpfe, die kenne ich schon seit meiner Jugend. Die begleiten mich eigentlich fast mein ganzes Leben. Und damals wusste ich nur noch nicht, was dahinter steckt. Ja, ich nehme Magnesium täglich in Pulverform ein, mehrfach über den Tag verteilt. Und für mich funktioniert das gut. Meine Menge liegt, das schätze ich so, ja, zwischen 800 und 900 Milligramm. Durch das Pulver, ich mache das inzwischen Pi mal Daumen, kann ich das nicht so ganz genau sagen. Und es ist einfach so, bei chronischen Erkrankungen, da kann der Bedarf höher liegen, aber das ist eben auch echt individuell. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt so, ich sag mal so ungefähr 350 Milligramm, und vielleicht sollte man sich daran erstmal orientieren. Das ist vielleicht das Allerbeste. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, in diesem Video hier, da erkläre ich, wie man die eigene Dosis mit Magnesium findet. Ich selbst komme mit Magnesiumcitrat am besten klar. Auch Bisglycinat hat gut funktioniert für mich, aber Magnesiummalat, damit bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich habe das einfach nicht gut vertragen. Ich bin selbst verwundert darüber. Und andere Betroffene wiederum, das sind ja so Rückmeldungen, die ich auch manchmal bekomme, die schwören genau darauf. Und deshalb habe ich es ja auch ausprobiert, weil das andere empfohlen haben. Du siehst also, das ist total individuell und man muss das für sich herausfinden. Das dauert natürlich eine Weile, man muss ein bisschen rumprobieren, man muss herausfinden, was für einen selbst passt. Und da frage ich dich natürlich jetzt an dieser Stelle, das ist ja klar, das interessiert mich. Was ist für dich das beste Magnesium? Was funktioniert für dich am besten? Schreib das doch mal in die Kommentare, berichte mal von deinen Erfahrungen. Ja, worauf ich auch immer achte, das sind die Inhaltsstoffe. Denn viele Produkte enthalten Farbstoffe, Aroma, Süßstoffe, Zucker oder sogar Maltodextrin. Und das ist für mich das Allerschlimmste. Das knockt mich total aus. Gerade wenn man empfindlich auf solche Sachen reagiert wie ich, da lohnt es sich, da genauer hinzuschauen. Und wenn ihr auch empfindlich seid, dann schaut unbedingt auf die Inhaltsstoffe. Ja, zusätzlich nutze ich auch transdermales Magnesium, also Magnesium, das über die Haut aufgenommen wird. Einmal pro Woche nehme ich ein Vollbad mit Magnesiumchlorid oder an Tagen, die einfach richtig mies laufen. Und zum Glück kommt das ja bei mir nicht mehr so oft vor. Und wenn ich zwischendurch mal zusätzlichen Bedarf habe, weil ich zum Beispiel mehr gemacht habe oder so, dann verwende ich ein Spray, also ein Magnesiumspray. Und die Krämpfe bei mir verschwinden damit innerhalb weniger Minuten. Das ist jedenfalls das, was ich berichten kann. Insgesamt merke ich einfach, wenn ich Magnesium regelmäßig nehme, dann bin ich insgesamt stabiler. Ich habe dann auch keine Krämpfe. Ich kann dann besser schlafen und habe viel weniger miese Tage. Und wenn du da noch auf der Suche bist, vielleicht ist das ja auch für dich ein Baustein, der dir helfen kann. In der Videobeschreibung, da verlinke ich dir auch mal meinen Blogartikel zum Magnesium mit ganz vielen Infos dazu. Da findest du weitere Tipps und auch Produkthinweise. Ja, und dann gibt es dann noch etwas, das ich an den ganz miesen Tagen immer brauche. Wenn alles verspannt ist, wenn alles wehtut, dann hole ich mein Massagegerät raus.
Ich bin mal vor vielen Jahren auf einer Messe in Berlin darauf gestoßen. Ich nutze das vor allem bei Schmerzen und Verspannungen im Schulter-Nackenbereich, aber auch für den gesamten Rücken, für das Becken und für das Gesäß, je nachdem, wo es gerade nötig ist. An schlechten Tagen, also an wirklich schlechten Tagen, da ist das für mich das stärkste Hilfsmittel neben dem Magnesiumbad. Also das ist so ein richtiges Duett für mich dann, wenn ich wirklich einen miesen Tag habe. Das sind für mich die beiden wichtigsten Maßnahmen und ich fühle mich danach einfach viel besser. Und das ist so viel wert, dass man einfach da ein bisschen Erleichterung bekommt. Einige in meiner Community haben das Gerät im Laufe der Jahre natürlich auch ausprobiert und die Rückmeldungen sind zum größten Teil immer positiv gewesen. In den Kommentaren liest man oft, wie gut es ihnen tut. Das ist natürlich klar, nicht alle kommen gleich gut damit zurecht. Das ist normal, gibt immer mal jemanden, für den das dann doch nichts ist. Aber das Gute ist, es gibt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Man kann es also in Ruhe testen und wenn es nicht passt, dann kann man es einfach zurückschicken. Falls du dir das mal genauer anschauen möchtest, in der Videobeschreibung findest du mehr Infos und auch einen Code, mit dem du 10% sparen kannst. Und in diesem Video hier, da kannst du das Gerät mal in Aktion sehen, da stelle ich das ganz in Ruhe vor. Ja, wenn du auch Erfahrungen mit Alltagshilfen gemacht hast, dann schreib das doch unbedingt mal in die Kommentare. Vielleicht entsteht daraus ja so eine kleine Sammlung für uns alle, die uns allen irgendwie weiterhilft. Danke an dich, dass du dabei warst und bis bald im nächsten Video.